Hallo und willkommen zu einer... Warum? Oh, ich habe gar kein Mikro drin. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind Basti, steht hinter der Kamera, und Svenja. Und du bist so hell. Ah, wieso bin ich so hell? Weil die Sonne scheint. Warte. Wir haben bestes Wetter. Es ist so warm, dass ich noch nicht mal eine Mütze brauche. Eigentlich brauche ich auch keine Winterjacke. Stimmt, ich habe meine schon ausgezogen. Es ist Anfang Dezember und es ist warm. Macht so nix. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen zweiten Advent, falls ihr heute am zweiten Advent eingeschaltet habt. Wenn nicht, natürlich eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir werkeln jetzt ein bisschen weiter an unserem Jimny. Die Schubladen wollen nämlich zu Ende gebaut werden. Und weil wir so Fans von Schubladenbauen sind, bauen wir eine Schublade in der Schublade. Schublade in der Schublade, genau. Das kann nichts werden. Und damit es für euch nicht langweilig wird, werden wir euch währenddessen einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir bisher für das Projekt Grogu, Jimny Grogu, auf den Tresen gelegt haben. Und dazu kommt noch, dass YouTube eine neue Funktion hat. Und zwar kann man jetzt rätseln während dem Video. Ist das nicht verrückt? Wir können ein Quiz während des Videos starten. Ja. Und zwar ist es neben der Kommentarfunktion im Browser und ich glaube auf dem Handybildschirm muss man bei der Kommentarfunktion nach links rüber swipen. Dann kann man unter anderem hypen, aber mittlerweile auch quizzen. Und da könnt ihr ja jetzt, bevor ihr weiterguckt, einmal raten, wie viel wir ausgegeben haben und dann am Ende vergleichen. Also insgesamt mit Jimny, mit allem, was wir angebaut haben, für Materialien, alles zusammen. Alles zusammen. Genau. Könnt ihr schon mal raten. Da kommt was zusammen. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr recht hattet. Also, wir nehmen hier unten ein ganz kleines Mini-Müh ab. Dann schleift es hier unten nicht. Die müssen wir einen Tick kürzer machen. Sowohl in der Länge als auch nach oben. Also da ein Mini-Müh ab, da ein Mini-Müh ab. Hier ein Mini-Müh ab und ein bisschen schief. Weil es hier vorne einfach schief ist. Dann sollte das eventuell passen, wenn wir es nicht komplett verschlimmbessern. Keine Ahnung. Und damit kommen wir zu unserem ersten Posten. Mini-Müh, unserem Mini-Müh-Posten. Ne, den größten Batzen, das Auto, das hat uns 7.500 € gekostet. Nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. 2006, top in Schuss. Das meiste Feedback, was wir bisher auf dem Parkplatz und so bekommen haben. Wie bitte? Der ist von 2006? So gut sieht er noch aus. Echt einen Schnapper gemacht. Na, ein Schnapper. Haben wir wirklich. Im Vergleich, wie viel hat unser Van gekostet? 6.900. Da haben wir auch einen Schnapper gemacht. Bevor es weitergeht, muss ich aber noch meine Jacke anziehen. Sonne weg. Es wird richtig kalt. Sobald die Sonne weg ist. Schade. Hatten nicht lange was davon. Und der nächste Posten, den wir euch mitgeben können, ist unser Entertainment-System. Und zwar hat das Radio 200 € gekostet und der Subwoofer und die Lautsprecher haben zusammen 250 gekostet. Das heißt, unser Entertainment-System schlägt mit 450 € zu Buche. Wir hatten den ersten Frost und wir hatten unser Wasser noch nicht abgelassen. Und jetzt haben wir einen Wasserschaden. Alright. Krisenmanagement. Ich glaube, großes Desaster wurde abgewendet. Das ist so ein kleines Eckventil, wo noch Wasser drin war, was aufgebrochen ist, wo ja
das restliche Wasser, was noch im System war, irgendwie ausgelaufen ist. Das sieht jetzt, glaube ich, schlimmer aus, als es ist, weil das Holz hier vollgezogen ist. Haben eine Standheizung angestellt, damit hier trockene Luft reinkommt, damit sich nicht so die Feuchtigkeit hier drin sammelt. Und dann hoffen wir fürs Beste. Aber das hat uns natürlich heute den ganzen, oder zumindest halben Tag gekostet. Wir wollten eigentlich viel, viel mehr am Jimny schaffen. Das ist immer echt ärgerlich, wenn irgendwie sowas dazwischen kommt. Nützt nichts, hätte alles schlimmer sein können. Und mal gucken, wie viel wir heute überhaupt noch am Jimny dann schaffen. So, wir konnten gestern das größte Malheur abwenden, aber die Laune und alles, wir waren nicht mehr in der Lage, noch weiterzumachen. Deswegen haben wir gedacht, wir schlafen eine Nacht drüber. Jetzt haben wir neuen Elan. Es geht weiter. Das Topfscharnier für unsere kleinen Fächer wird jetzt fertig gemacht. Oder die Topfscharniere. Aber bevor wir dazu kommen, ein weiterer Kostenpunkt. Und zwar die erste Inspektion, die wir machen mussten. Und die, ich glaube, es waren 2 Riemen, die wir noch tauschen mussten. Und die ganzen Dokumente, die wir brauchten, die lagen bei ungefähr 400 €, damit wir überhaupt erstmal den Jimny fahrtüchtig gemacht haben. Ich mache mal weiter, und zwar die Kosten fürs Bauhaus, die wir so hatten, also für Holz und Schrauben und Kleinigkeiten und neuen Werkzeugen, sowas wie der Scharniertopfbohrer oder wie das heißt. Hätten wir sogar einen da gehabt, aber der war zu klein. Und ja, wir haben leider gerade die Löcher auf der falschen Seite gemacht. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Holz über, auch genug, um nochmal so ein Brett auszusägen. Eine Schablone haben wir ja jetzt eine gute. Ich sag nichts dazu. Also sägen wir nochmal eine Runde. Mein Fehler. Passiert. Sowas muss man einplanen. Hast du jetzt eigentlich gerade die Kosten auch gesagt? Achso, habe ich? Nein. 400 €. An alle Schreiner da draußen. Haltet euch die Augen zu. Gar nicht. Passt auf eure Jobs auf. Die Schubladenprofis sind. Das klappt auch. Theoretisch ist das sowas da. Das Problem ist nur, wir müssen es hier draußen zusammenschrauben, weil drin kommen wir nicht ran. Und jetzt ist das eher so Glück. Augenmaß. Das ist doch geil. Soft closen tut's nicht. Das sieht richtig gut aus, das hat gut funktioniert. Vielleicht nicht wie ein Schreinermeister, aber wir sind zufrieden. Jetzt müssen wir alles festschrauben und dann kommen wir zu den Schubladen und vor allem die Küchenschublade. Da wollen wir ja quasi eine Schublade in der Schublade bauen und noch so Fächer mit rein. Das kommt als nächstes. Und apropos Schublade, für die Auszüge und nachher die Griffe, die auch verriegeln, haben wir ungefähr 120 € bezahlt. Also einmal für die Auszüge hier, dann noch für die kleinen, die in der Schublade sind und die Verriegelungsmechanismen. So, nachdem die Platte jetzt wieder drin ist, kann auch die Armlehne wieder rein. Die Armlehne inklusive dem kleinen Becherhalter hier vorne und die Windabweiser haben zusammen 140 € gekostet.
50 € die Armlehne, 30 € die Becherhalter hier unten und die Windabweiser 60 €. Summa summarum. Also insgesamt knapp 140 €. Während wir uns jetzt gleich erstmal um die Schublade mit der Küche kümmern, ist die andere Schublade dann natürlich für unsere persönlichen Dinge und dann unter anderem auch für unser Badezimmer. Das wird aber anders wie im Van vermutlich wesentlich kleiner ausfallen. Naja, kleiner wie eben alles im Jimny. Und deshalb beschränken wir uns eigentlich auf einen Kulturbeutel. Den wir dann hier einfach so aufhängen können. Und das bringt mich dann auch zu unserem Sponsor für das heutige Video, Duschbrocken. Die Duschbrocken sind auf jeden Fall bei jeder Reise mit uns mit dabei, sei es mit dem Rucksack oder mit dem Handgepäck nach Island oder bei uns im Camper. Sie sind platzsparend und laufen nicht aus. Die Gefahr besteht also nicht, dass ihr einen großen Fleck in eurem Kulturbeutel habt. Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, mit dem Schaumschläger-Set könnt ihr euch einmal durch alle Düfte durchtesten und herausfinden, was genau euer Duft ist. Und für euch gibt es jetzt vor Weihnachten nochmal ein besonderes Angebot. Die ersten 48 Stunden gibt es 15% Rabatt für Neukunden. Danach gibt es weiterhin 10% Rabatt. Also schaut unbedingt mal auf der Website vorbei, klickt euch durch die unterschiedlichen Düfte und wie gesagt, mit dem Schaumschläger-Set seid ihr am Anfang sehr gut aufgestellt und mit unserem Code NEULANDSVENJA spart ihr 15% in den ersten 48 Stunden und danach weiterhin 10%. So, und ich glaube, wir werden jetzt mal weiter Schubladen bauen. Hier kommt das Gasfach hin, also 2 Gasflaschen, der Schlauch und der Druckminderer. Da drüben soll das Besteck rein. Dann haben wir hier Platz für unser kleines Topf-Pfannenset und Wasserkocher ist da auch noch drin. Daneben 2 Tassen wahrscheinlich, multifunktional. Dann kommt 2 Tassengläser. 2 Tassengläser, alles. Dann kommt hier der Kocher hin, darunter die Teller und Gewürze haben hier auch noch Platz. Und dann kommen wir zu einem weiteren Kostenpunkt. Der neue Kocher, den wir uns für hier gekauft haben, der kostet 65 €. Nur? Der war doch teurer. Ja, den gibt es ja in verschiedenen Sets. Wir haben die einfachste Variante gekauft. Und es gibt ja noch welche mit so einem Kreuz, was wir wahrscheinlich jetzt nachkaufen müssen, weil sonst wenn ich keinen Kaffee das Milchkennle durchfällt. Und dann glaube ich 90 € in dem anderen Set. Und das müssen wir jetzt bauen. Quasi fertig. Nächster Step ist unsere Küche wieder zusammensetzen. Warum das, seht ihr dann gleich. Aber wir kommen zum nächsten interessanten Kostenpunkt. Und zwar ist das, was wir euch ganz am Anfang unserer Ausbauvideos für den Jimny gezeigt haben, unser Elektro-Setup. Das heißt, unsere Powerstation, der Charger und das Solarpanel. Das ist quasi alles, was wir haben, um unsere ganze Technik zu betreiben. Und das hat ungefähr 1580 gekostet. Das geht, oder? Regalboden für unseren Kocher.
Kocher. Das muss jetzt aber ein bisschen vor, weil der Deckel noch so nach hinten aufgeht. Nice. Und jetzt kommt der Teil mit der Schublade in der Schublade. Ja. Und passt's mit Deckel noch? Ich weiß nicht so genau, was. Also irgendwie sieht es aus, als würde es passen. Mann. Wir haben uns ein bisschen unserer Schubladen erfreut. Es ist wirklich cool geworden, aber jetzt geht es darum, ein bisschen die Nuancen nochmal zu feilen und hier ein Mühe abzunehmen und da nochmal und dann kommt noch die Schublade in der Schublade. Das machen wir jetzt gleich. Bis dahin natürlich wieder ein Kostenposten. Mein Gott. Unangenehm. Der war unangenehm. Und zwar das Fahrwerk, ich glaube, das ist auch recht interessant. Und zwar besteht das aus 9 Federn, 9 Stoßdämpfern, die sind auch Härtegrad verstellbar. Dazu kommen die 2 Panhardstäbe, die die Achse wieder zentrieren und der Lenkungsdämpfer. Und alles zusammen war ungefähr 1560 €. So, kleiner Zwischenstand. Platte, Seitenwände, etc. sind bereit für unsere kleine Mini-Schublade in der Schublade, damit wir noch ein bisschen mehr Arbeitsplatz gewinnen plus Stauraum für Flaches. Also Teller vermutlich. Ja, das stimmt. Mal gucken, wie gut wir das am Ende finden, weil es geht schon sehr viel Platz verloren. Ich war kurz mit Peppi draußen und in der Zeit hat Basti die Mini-Schublade fertig gebaut. Ich würde sagen, wenn ihr Schubladen braucht, könnt ihr Basti engagieren. Nein. Aber jetzt kommt erstmal der große Test von der kleinen Schublade. Genau, es ist noch nicht mal getestet. Aber es sieht schon sehr gut aus. Ja, Schienen sind halt dran. Ob das auch gut ist, weiß ich nicht. Hey, hier geblieben. Geil. Guckt, und jetzt versteht man das gleich auch. Ah. Das war heute ziemlich erfolgreich. Ich sehe uns hier schon gut den ersten Kaffee oder Tee kochen. Das wird cool. Ein paar Kleinigkeiten muss man noch anpassen, aber das sieht schon richtig gut aus. Morgen machen wir die Fronten dran und für heute ist erstmal Schluss. Und wenn wir die Fronten dran machen, dann gibt es auch die restlichen Kosten, die noch fehlen. Bis morgen. Guten Morgen zurück in der Werkstatt. Wir sind schon wieder an den Schubladen. Wir machen ein paar Anpassungen und dann machen wir nur noch die Fronten drauf und dann gibt es die letzten Kostenposten.
Das ist doch richtig cool geworden. Gefällt uns richtig gut. Die ersten Fronten sind also dran, das passt. Fehlt noch die andere Seite, das ist nämlich noch nicht fest. Und was schon fest ist, das zeige ich euch vorne. Und das ist unser Frontbügel. Und der hat 150 € gekostet. War eine okaye Investition. Wir wissen noch nicht, ob wir da Lichter drauf machen oder nicht. Was aber eine der besten Investitionen waren, die wir bisher gemacht haben, sind diese Gummis. Die haben 12 € gekostet. Das ist auch genug, um das einmal komplett überall zu machen. Wir haben das bisher nur vorne und an den Seiten gemacht. Und unser Roof Rack hat folgendes Geräusch gemacht. Jedes Mal, wenn wir über 50 km/h gefahren sind. Und das ist jetzt weg. Nur diese Gummis da in die Sicken gemacht. 12 € und das Pfeifen ist weg. Beste Investition. Beste und günstigste. Und günstigste. Ja, so nehmen wir das Maß. Pi mal Round. Bevor wir alle reinhauen. Sehr gut. Zweite Front ist auch drin. Hier haben wir ein bisschen anders verschraubt. Weil wir keine Winkel mehr hatten, haben wir jetzt wieder dieses Schräg-Reinbohr-Verfahren genutzt. Auch das geht richtig gut. Muss ein bisschen korrigieren, aber passt jetzt. Wir können es nur nicht richtig reindrücken, weil wir noch keine Griffe dran haben und dann kriegt man es so schwer wieder raus. Mega gut. Richtig cool. Was auch richtig cool ist, diese Übergänge. Das sind unsere neuen Räder. Es brauchte natürlich neue Reifen, ein bisschen größere Reifen und neue Felgen. Allein aus optischen Gründen, aber auch, weil die anderen schon ein bisschen älter waren. Und dafür haben wir bezahlt 1.700 €. Das sind allerdings 5 Räder. Also auch unser Ersatzrad musste natürlich neu, weil das alte von schon 20 Jahre alt war und auch die falsche Größe hat. Das ist aber noch nicht da. Das haben wir ein bisschen später bestellt, weil wir erstmal die anderen verkaufen mussten. Erstmal alt verkaufen, damit wir uns neu wieder leisten können. So sieht's aus. Ihr könnt ja mal sagen, ob sich der Preis gelohnt hat. Bei den Reifen sind wir auch wieder auf den gleichen Reifen gegangen, den wir auf unserem Van haben, mit dem wir auf der ganzen Panamericana unterwegs waren, keinen Reifenplatzer hatten, nichts kaputt gegangen ist, wir mussten nicht einmal ein Ersatzrad draufziehen und das innerhalb von 4 Jahren, wo wir immer den Reifen gefahren sind, deswegen wollten wir den unbedingt wieder haben. Ich glaube, es gibt sogar schon einen Nachfolger davon, aber never change a running tire und so. Also, kleine Empfehlung von uns, BF Goodrich. Wie heißen sie nochmal? KO2. Die All-Terrains. Also super gute Erfahrung mitgemacht, deswegen sollten die unbedingt wieder drauf. Und damit wir das nicht mehr die ganze Zeit machen müssen, dass irgendwie die Schublade da rausknibbeln müssen, weil die ist schon ganz schön fest, wenn die einrastet hinten, kommt jetzt der letzte Punkt für die Schubladen, unsere Griffe. Und das sind gleichzeitig nochmal welche, die dann von innen auch verriegeln, dass die nicht rausrutschen können, obwohl beim Jimny kann da eigentlich nicht viel nach hinten rausrutschen. Ja, finden aber die sehen auch ganz gut aus. Pull to open. Basti hat mich noch mal kurz zweifeln lassen, weil das jetzt nicht hier übersteht, aber es gibt ja noch diesen Haken zum Fixieren. Passt perfekt. So,
Das ist alles krumm und schief. Man kann ja eins gerade sein. Das gefällt uns außerordentlich gut. Das machen wir jetzt noch für die andere Seite. Diesen Clip, damit es einrastet, den lassen wir jetzt tatsächlich weg, weil die Schienen an sich rasten schon ein und wenn die Tür zu ist, können die Schubladen sowieso nicht aufgehen. Und es ist jetzt einfach nur ein richtig guter Henkel, um die Schublade aufzumachen. Und wenn es doch mal rausrutschen sollte, können wir das immer noch anbringen. Wenn wir es dann irgendwann irgendwo wieder finden. Zack, verloren. Fällt euch eigentlich auch auf, wie Groot euch jetzt Groot? Wie Grogu euch jetzt anlacht? Das Problem ist, wenn man das jetzt einmal gesehen hat, Sieht man's für immer. sieht es für immer. Wir können hier so Zähne reinkleben. Nein. Unser Schubladensystem ist fertig. Wir können es nicht glauben. Und es ist richtig cool geworden. Wir müssen noch Kleinigkeiten vornehmen, wie dieser Deckel, der muss noch mal ein bisschen gekürzt werden. Es kann sein, dass wir hier noch die Aussparung für den Herd einen Tick größer machen müssen. Und natürlich das neu gesägte Holz muss noch mal geölt werden. Aber ansonsten sieht unsere Struktur so aus und es funktioniert alles und das ist richtig cool. Kann man schon mal ein bisschen stolz drauf sein. Ich finde auch, es ist richtig schön geworden und es bringt uns jetzt auch zum Ende und zu unserem allerletzten Kostenpunkt, dem Dachzelt inklusive Markise, was wir oben auf dem Dach haben. Das hat einen Gesamtwert von 2.250 €. Und damit haben wir eigentlich alles genannt, was wir bisher haben und kommen zu einem Gesamtpreis mit Auto und allem drum und dran. Haltet euch fest. Mal gucken, ob ihr es im Quiz richtig beantwortet habt. Es sind... Wir waren schlecht beim Kopfrechnen und Notieren, deswegen wird das jetzt hier eingeblendet. Ja, und vielleicht haben wir uns hier und da mal den Preis nicht merken können. Aber ja, mit dem, was noch alles dazu kommt, also wir sind ja noch nicht komplett fertig, es fehlt noch ein Kühlschrank, es fehlt noch ein Wassertank mit Filtersystem, die Hundebox fehlt noch, also es werden auf jeden Fall noch einige Posten mit Die dazukommen. Hundeleiter, damit Peppi auch ins Dachzelt kommt, denn wir haben immer noch sehr viele, die gefragt haben, wo Peppi schläft und immer noch, sie schläft im Dachzelt und sie kann natürlich nicht diese einzelnen Sprossen da hochlaufen, deswegen legt man da so eine Stufenleiter rein. Plus es sollen dann noch richtig gute Schlafsäcke dazukommen, weil das ist ja mit das Wichtigste im Dachzelt, damit man einen gemütlichen, guten Schlaf hat, einen warmen vor allem. Und ja, plus minus kommen wir da echt Auf einen Van. auf einen Van. Davon, liebe Leute, hätte man sich einen Van kaufen können. Naja. Naja, nicht ganz. Einen Transporter und einen günstigen Ausbau hätte man machen können. Ja. So wie wir. Also er kommt kostentechnisch nahe an Groot dran. Ja, überlegt euch gut, ob ihr das oder ein Fiat Ducato ausbaut. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr damit gerechnet habt, dass es so viel oder so kostenintensiv ist. Es ist ja nicht viel, weil es wird unser Abenteuermobil sein und das ist jeden Cent wert. Aber ja. Emoji der Woche ist auf jeden Fall Geld, das wegfliegt. Ja. Bye, bye. Ja, tatsächlich. Und ja, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es hilfreich fandet und abonniert doch unseren Kanal, weil wir kommen in... Ja? Ich würde sagen, das hilft uns, diese flatternden Moneten wieder vielleicht einzufangen. Zumindest den einen oder anderen. Und ja, abonniert den Kanal. Wir kommen in die finalen Züge, sprich, es wird auf jeden Fall demnächst die ersten Dachzelt-Abenteuer geben. Ja, ein bisschen ist ja noch. Ein bisschen ist noch. Und ja. Hoffentlich nächste Woche alle zusammen wieder am Jimny. Sonntag, 9 Uhr. Danke. Ende.